Kennt ihr das auch? Man fühlt sich mental total ausgelaugt, obwohl man sich körperlich kaum angestrengt hat. Die Quellen dieser Woche haben dafür eine ziemlich spannende Erklärung. Das Kernproblem ist im Grunde ein Konflikt. Unser Gehirn steckt noch in der Steinzeit, muss aber im 21. Jahrhundert klarkommen. Hier sind die Erkenntnisse dazu. Wenn du ständig müde bist, versucht dein Körper dir etwas zu sagen und du ignorierst es. Ich habe kürzlich eine Seite gesehen, auf der Menschen ihre Emotionen über einen gewissen Zeitraum dokumentiert haben. Und hier sind alle Emotionen, die die Menschen gefühlt haben. Was ist die Nummer 1 Emotion? Überraschenderweise Müdigkeit. Das klingt vielleicht erstmal ganz komisch für dich. Ist müde sein überhaupt eine Emotion? Ich dachte immer, müde sein ist eher ein Energiezustand, also ein Mangel an Schlaf, etwas Psychologisches. Aber ist es mental? Kann man mental müde sein? Oder ist Müdigkeit nur etwas Körperliches? Was ist mit Menschen, die nicht depressiv sind, die nicht ausgebrannt sind, sich eigentlich gut um sich kümmern und sogar Sport machen und trotzdem morgens aufwachen und das Gefühl haben, dass dem Leben die Würze fehlt? Keine Begeisterung, keine Freude. Ist das Depression? Was ist das eigentlich? Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über Müdigkeit. Wir werden uns ihr aus verschiedenen Blickwinkeln nähern. Zuerst betrachten wir Müdigkeit als Emotion. Ist die eine Emotion? Und was bedeutet das überhaupt? Wie kann Müdigkeit eine Emotion sein? Und damit verbunden der mentale Aspekt von Müdigkeit. Denn auch wenn es seltsam klingt, wir alle teilen diese Erfahrung. Jeder Mensch kann müde sein. Und wenn wir alle etwas fühlen können, dann muss es eine Funktion haben. Und wenn wir wirklich verstehen wollen, wie wir Müdigkeit überwinden, müssen wir zuerst verstehen, warum wir sie überhaupt fühlen. Nicht um sie sofort zu reparieren, sondern um sie zu verstehen, wofür dieses Gefühl da ist. Denn heute betrachten wir Müdigkeit fast ausschließlich als etwas Negatives, das man loswerden muss. Energie ist gut, Müdigkeit ist schlecht. Aber wir halten inne und fragen uns, unser Körper, unser Gehirn und unsere subjektive Erfahrung existieren aus einem Grund. Es gibt keine guten oder schlechten Emotionen. Es gibt nur Emotionen und Emotionen sind Informationen. Angst oder Nervosität sind zum Beispiel die Art deines Gehirns, dich auf etwas aufmerksam zu machen. Also stell dir die Frage, wofür ist Müdigkeit da? Warum fühlen wir sie überhaupt? Und das Spannende ist, sobald wir das verstehen, erkennen wir Muster. Wir sehen, in welche Situationen wir müde werden und warum. Und wenn wir verstehen, woher es kommt, können wir beginnen, etwas dagegen zu tun, etwas zu überwinden oder es zumindest als Information zu akzeptieren. Also ich erzähle euch eine Geschichte, was ich von einem Therapeuten aus seiner Erfahrung mitgenommen habe. Er hat mir das nämlich erzählt. Die es gehasst hat, in den Feiertagen nach Hause zu fahren. Sie mochte die freie Zeit, aber nach Hause zu fahren war extrem erschöpfend. Und nicht nur das Dortsein an sich. Eines Tages erzählte sie dem Therapeuten, dass sie einen Anruf bekam. Sie schaut auf ihr Handy und sieht, Mama ruft an. Allein dieser Anblick hat gereicht, um sie völlig zu erschöpfen. Oh mein Gott. Ich kann das nicht, sagte sie zu sich selber. Und hielt dann wohl kurz inne. Vielleicht kennt ihr das auch, diese plötzliche Müdigkeit, das ist seltsam, oder? Denn wenn wir an Müdigkeit denken, denken wir an Energiemangel. Ich habe doch 8 Stunden geschlafen, ich habe gut gegessen, ich sollte mich nicht müde fühlen. Wir sagen uns ständig, ich sollte nicht müde sein, weil wir Müdigkeit als rein körperlichen Zustand betrachten. Also probieren wir alles Mögliche. Vitamin D, Diäten, Gluten weglassen, all diese körperlichen Dinge, weil wir glauben, Müdigkeit sei nur Energie. So, aber lasst uns verstehen, was Müdigkeit wirklich ist. Wenn ich einen Anruf sehe von jemandem, mit dem ich nicht sprechen möchte, ein Elternteil, jemand, der Geld will, jemand, der Spenden sammelt, dann passiert etwas. Vielleicht kennst du das. Du gehst die Straße entlang, siehst diese Leute mit Klemmbrettern. Sie versuchen Blickkontakt aufzunehmen. Sie winken und sofort denkst du, oh nein. Warum? Weil dein Kopf in Sekundenbruchteile rechnet. Ich will nicht unhöflich sein. Wenn ich stehen bleibe, wird es unangenehm. Ich werde mich schuldig fühlen. Entweder verliere ich Geld oder fühle mich schlecht. All das passiert in 3 Sekunden und du bist erschöpft. Und was passiert da genau in diesem Moment? Müdigkeit ist ein adaptiver Mechanismus deines Gehirns. Sie hilft dir, nutzlose Arbeit zu vermeiden. Dein Gehirn schätzt Arbeitsaufwand ein. Wenn es diesen als extrem hoch wahrnimmt und Erfolg als ungewiss, dann schaltet es auf Müdigkeit. Beispiel Steuer machen. Dein Gehirn sieht diese Aufgabe und sagt, das ist zu viel, das schaffen wir heute nicht. Der geschätzte Aufwand ist riesig, also fühlst du dich müde. Und du denkst vielleicht, aber müsste ich nicht extra dafür Energie bekommen? Nein, evolutionsbiologisch ist es genau andersrum. Große Aufgaben mit geringerer Erfolgswahrscheinlichkeit schaltet auf Energiesparen. Und darum fühlt man sich müde, wenn Ziele extrem groß wirken.
unklar und langfristig sind. Riesige Projekte, emotionale Familienkonflikte etc. Das sind so die Situationen. Müdigkeit ist also eine Energiesparstrategie. So wie Angst dich vor Gefahren schützt und Wut dir hilft, Grenzen zu setzen, schützt Müdigkeit dich davor, Energie zu verschwenden. Das Problem: In unserer modernen Welt müssen wir oft Dinge tun, die unser Gehirn zu groß einstuft. Steuern, Studium, Beziehung, Familie. Und deshalb fühlt sich sogar Nichtstun erschöpfend an. Du hast nichts getan und bist trotzdem müde. Das ergibt energetisch keinen Sinn. Aber emotional ergibt es absolut Sinn. Denn Müdigkeit ist keine Kalorie, sie ist Information. Das nächste Mal, wenn du müde bist, frag dich: Wovor will mich mein Körper gerade schützen? Was fühlt sich hier wie eine Energieverschwendung an? Und frage dann weiter: Wie würde ich mich fühlen, wenn ich es trotzdem tun würde? Hier passiert etwas Entscheidendes. Entweder sagt dein Kopf: Eigentlich würde ich mich gut fühlen, oder es bringt nichts, weil es nicht genug sein wird. Und wenn dein Gehirn dir sagt, dass Fortschritt sich schlecht anfühlt, dann ist das der Kern des Problems. Dann hält dich dein eigenes System davon ab, voranzukommen. Und deshalb funktionieren Methoden wie Aufgabe zu unterteilen, ein Kapitel zu lesen statt alles, ein Schritt statt das ganze Ziel. Plötzlich lohnt sich der Energieeinsatz und die Müdigkeit verschwindet. Auch in Beziehungen ist das entscheidend. Wenn du bei einem bestimmten Menschen sofort müde wirst, dann oft deshalb, weil sie emotional mehr nehmen, als du geben kannst. Du weißt, egal was du tust, es wird nie genug sein. Also schützt dich dein Körper, bevor du überhaupt beginnst. Frag dich also: Was genau macht mich hier müde? Wie würde ich mich am Ende fühlen? Denn die Antwort darauf ist der Schlüssel, um Müdigkeit wirklich zu verstehen und zu überwinden. Ich weiß, du würdest gerne noch mehr Informationen wollen, die werde ich auch in den nächsten Wochen nochmal für euch mitteilen. Ich bin gerade dabei, ziemlich viel zu recherchieren, aber ich fand diesen Punkt zur Müdigkeit einfach extrem wichtig und wollte das unbedingt mit euch teilen. Also wenn dir jetzt jemand gerade im Sinne kam, der gerade immer wieder, also der in diesen Momenten immer das fühlt oder du das einfach bei ihm bemerkt hast, dann teile bitte dieses Video und bitte nicht vergessen, klick auf Gefällt mir und abonniere auch gerne meinen Kanal, damit du keine weiteren Folgen von mir verpasst. Ich bin nächste Woche um 18:30 Uhr am Donnerstag für dich da. Fühl dich gedrückt von mir und ich hoffe, es geht dir bald wieder gut. Tschüss!